Ich werde oft gefragt, welches Nature Hike Zelt soll ich kaufen? Und da ich auf meinem Kanal bisher noch keins real getestet habe, konnte ich dazu nie was Konkretes sagen. Deshalb habe ich mir einfach mal alle ultraleichten Nature Hike Zelte gekauft und möchte jetzt mit euch im Schnelldurchlauf herausfinden, welche davon überhaupt was taugen und welche man lieber komplett meiden sollte. Dabei sind das Nature Hike Monga, das neue Nature Hike Cloud Up in der 15D Version, das Nature Hike Targa, das neue Nature Hike Summiter, das Nature Hike Cloud Track bzw. Spider und das neue Nature Hike Star Trails EXT. Ja, anfangs muss ich gestehen, habe ich die Nature Hike Zelte eher noch viele Jahre belächelt. Aber über die Zeit wurden sie immer leichter und auch anfängliche Probleme mit der Qualität scheinen sich wohl gebessert zu haben. Und natürlich gibt es auch noch viele weitere Modelle von Nature Hike, aber das hier sind die einzigen, die einerseits aktuell noch gut zu kaufen sind und andererseits vor allem relativ leicht sind und sich so fürs Camping oder diverse Outdoor-Touren wie Trekking oder dem Bikepacking eignen, wenn man wenig Gewicht dabei haben möchte und gleichzeitig aber Geld sparen will. Ja, starten möchte ich hier mal mit dem Monga UL1. Und dazu sei erstmal gesagt, dass alle Zelte bei Nature Hike gleich aufgebaut waren vom Inhalt. Man hat also geordnete Packsäcke für Zelt, Heringe und Zeltstangen. Und auch gab es individuelle Footprints, jeweils 200 Gramm schwer, die wirklich maßgeschneidert auf die Zelte sind. Die habe ich aber nicht getestet, weil ich normal keine Footprints verwende. Und auch die Nähte waren bei allen Zelten auf jeden Fall ordentlich abgedichtet und getaped. Das habe ich kontrolliert. Was ich noch gemacht habe, ist, dass ich die Zelte selbst nachgewogen habe. Denn die Zelthersteller versprechen natürlich andere Angaben. So habe ich beim Monga 1151 Gramm gewogen. Der Hersteller hatte 1,2 Kilo angegeben. Das heißt, mein Gewicht bezieht sich auf minimal nur Zelt und Zeltstangen ohne Heringe. Ja, laut Beschreibung ist das Monga UL1 ein freistehendes, doppelwandiges Ein-Personen-Kuppelzelt mit gutem Innenraum und sehr zuverlässiger Wetterschutz-Performance. Bezahlt habe ich dafür 144,49 €. Und die Innenmaße betragen hier in der Länge 2,10 Meter, 80 Zentimeter in der Breite und 1 Meter in der Höhe. Gepackt ist das Ganze natürlich kleiner, da haben wir nur 40 x 14 x 14 cm. Das Außenzelt besteht aus einem sehr leichten 15D Silnylon mit einer Wassersäule von 1500 mm. Der Boden ist ein bisschen dicker, 20D Nylon mit 3000 Wassersäule, was auf jeden Fall ausreichend ist. Ja, die Stangen sind hier nicht irgendwie aus Carbon, sondern aus einem 7001 Aluminium und wir haben auch nur einen Eingang und damit eine Apsis im Prinzip. Ja, auch war ich überrascht von den Heringen, da haben wir nicht so 0815 Heringe, sondern individuelle V-Packs, die wirklich sehr, sehr leicht waren. Okay, subjektiver erster Eindruck. Der Aufbau ging relativ schnell und auch sehr intuitiv. Ich mag die Farbe auf jeden Fall und es wirkt auch bisher sehr hochwertig. 2 Heringe habe ich jetzt nur genommen und wir haben hier eine Belüftung. Die ist zwar nicht ganz oben am Giebel, aber dennoch sollte die zusätzlich mit diesen Lüftungen hier außen für überschaubar viel Kondensation sorgen. Wir haben ja schließlich auch ein Doppelwandzelt. Wenn wir das mal hier aufmachen, dann sehen wir direkt, dass es noch die Möglichkeit gibt, die Apside, das Vorzelt quasi hier zu erweitern. Könnte man das ein bisschen rausziehen und falls es regnet, dann noch ein bisschen kochen. Hier auf jeden Fall ausreichend viel Platz für den Rucksack, aber gespannt bin ich natürlich jetzt auf den Innenraum. Die Breite ist erstmal überschaubar, die Länge sieht zugegebenermaßen sehr kurz aus. Hier haben wir schon mal eine größere Innentasche und an den beiden Kopfbereichen jeweils noch ein Fach. Und zuletzt noch der Liegetest. Okay, überraschend passgenau hier für meine Kopflänge. Also ich berühre nicht mit den Füßen und mit dem Kopf, gerade das Kopf- und Fußende. Hier oben sehe ich gerade auch noch schon vorbereitet ein paar Schnüre, um dann vielleicht eine Kopflampe dran zu befestigen, Socken, irgendwas zum Trocknen. Bauen sich viele selber, finde ich schon mal gut, dass man das hier vorbereitet hat. Also mir reicht es mit 1,89 Meter, viel größer sollte man aber nicht sein. Kopf- und Fußbereich sind auch relativ steil, deswegen kann man auch wirklich die volle Länge im Gegensatz zu anderen Zelten mit so einem Bau wirklich nutzen. Und als nächstes haben wir das Nature Hike Star Trail X1. Der Hersteller spricht hier von einem Minimalgewicht von 780 Gramm, gemessen habe ich 751 Gramm ohne Heringe. Die offizielle Beschreibung ist ein extrem leichtes, semi-freistehendes Einbogen-UL-Zelt mit starkem Fokus auf Belüftung und minimalem Packgewicht. Bezahlt habe ich dafür auch wieder 144,49 € und die Innenmaße sind jetzt 210 cm lang, aber 80 bis 100 cm in der Breite
Breite aufgrund der Dreiecksform, 100 cm aber auch in der Höhe. Das Packmaß ist hier nur 45 x 13 cm und beim Außenzelt eine Besonderheit, da haben wir jetzt nur 10D Silnylon, also ein bisschen dünner, trotzdem aber noch eine Wassersäule von 1500 mm. Der Boden auch wieder klassisch ein bisschen dicker, 20D Nylon mit 3000 mm Wassersäule. Ja, das Gestänge ist 7001 Aluminium, aber wir haben eine Y-Konstruktion, also wirklich 3 Stangen und damit ist es semi-freistehend. Auch wieder ein Haupteingang und die Heringe, die haben mir so ein bisschen wehgetan beim Reindrücken, die sind wirklich sehr minimalistisch, hier auch eine Sternform, dafür sehr leicht, aber auch sehr scharfkantig. Okay, erster subjektiver Eindruck hier deutlich schlechter als gerade bei Monga. Erstmal hat man sich hier anscheinend für die Farbe Bergrettung entschieden, was natürlich jetzt hier im Wald total auffällt. Dann bin ich absolut kein Freund von dieser Dreibeinkonstruktion. Also ich habe jetzt ungefähr das Dreifache an Zeit benötigt, um das hier ordentlich aufzubauen. Und wie ihr seht, habe ich es noch nicht mal so im Erstversuch richtig geschafft, das jetzt aufzuspannen. Ist natürlich nur meinerseits ein Bedienungsfehler, aber war nicht so intuitiv wie das da drüben. Natürlich ist es deutlich minimalistischer. Es erinnert mich an eine noch minimalere Version des MSR Freelite zum Beispiel und ja, wirkt auf jeden Fall schon mal deutlich kompakter. Hier befindet sich der Eingang auf der linken Seite. Man hat natürlich hier ein schmaleres Zelt, was am Kopf breiter ist als an den Füßen. Taschen gibt es hier auch weniger bis gar keine, natürlich um noch mehr Gewicht zu sparen. Von der Länge kommt sie mit der Isomatte nur ein ganz kleines bisschen kürzer vor, aber ich denke immer noch halbwegs ausreichend. Oh, der Eingang ist auch sehr schmal. Okay, das ist deutlich, deutlich kleiner. Die Breite stört mich gar nicht so, das ist schon okay, aber die Länge ist für mich auf jeden Fall zu kurz. Also hier würde ich mir keine Freude mitmachen. Ihr seht schon, es ist hier weniger steil, geht schräg hoch. Auch der Fußraum ist sehr begrenzt. Hier oben hat man jetzt einen einzelnen Haken und die Belüftung, wie wir sehen, fehlt auch vollkommen. Und obwohl es hier doppelwandig ist, bin ich mir sicher, das wird nicht als Belüftung reichen und hier wird sich eine Menge Kondenswasser bilden und dadurch, ja, dass das so eng ist und quasi das Innenzelt auch als Außenzelt drückt, wird man hier garantiert, gerade so in dieser Jahreszeit, sehr viel nass werden. Ja, und als nächstes haben wir das bekannte Nature Hike Cloud Up 1. Der Hersteller spricht hier nur von minimal 1,06 Kilo und tatsächlich habe ich auch nur 1004 Gramm gemessen. Das passt also schon mal. Bezahlt habe ich auch ein bisschen weniger, nämlich 118,99 Euro. Die Länge im Innenmaß ist wieder 2,10 Meter, in der Breite je nach Ende dann aber 80 bis 110 Zentimeter und die Höhe beträgt 1 Meter. Ja, das Packmaß ist ungefähr 40 bis 45 mal 12 bis 13 Zentimeter im Durchmesser. Beim Außenzelt 15D Silnylon wie beim Monga, aber komischerweise hier mit einer 4000er Wassersäule angegeben. Genauso wie beim Boden 20D Nylon und auch 4000 mm Wassersäule. Ja, das Gestänge wieder Aluminium und auch hier wie beim Star Trail wieder in einem Y-Design, also auch nur semi-freistehend. Dafür haben wir aber keinen Eingang an der Seite, sondern einen an der Front, ja, über den man dann wirklich ein bisschen enger rein muss. Im Lieferumfang natürlich auch wieder individuelle Heringe, die auch wieder einen hochwertigen Eindruck gemacht haben. Okay, erster Eindruck vom neuen Cloud Up 1. Ich bin überrascht, positiv überrascht. Ich dachte immer, das Cloud Up mag ich auch nicht so, weil es ein Dreibein ist, aber im Vergleich jetzt zum Star X war es 1000-mal besser aufzubauen. Bisher auch das von den Materialien hochwertigste. Wir haben hier richtig dicke Schnallen, dicke Bänder, einen guten Stoff und ja, ich glaube den Fronteingang, so wie es aussieht, mag ich auch schon mal lieber. Wir haben eine ziemlich, ja, halbwegs gute Giebelhochentlüftung, wenigstens eine. Und jetzt schaue ich mal, wie gut ich hier reinkomme. Okay, das sieht schon mal sehr gut gespannt aus, auf jeden Fall. Gemütlich. Ich glaube, den Kopf mache ich mal zum Ende hier. Gehe da rein wie in einen Biwaksack. Ich hätte den Boden noch abspannen können, dass es ein bisschen breiter ist, aber ich glaube, so reicht es schon. Okay, hier drin sitzen kann man jetzt natürlich nicht. Leichte Akrobatik erforderlich. Oh nee, es ist einfach wieder zu kurz, denke ich. Ich mach's mal zu hier. Das Fliegengitter ist sehr, sehr steil, das ist schon mal gut.
Man muss auch sagen, ich habe jetzt hier Schuhe an, aber es ist zu grenzwertig für mich. Also vor allem mit der Isomatte, die ist jetzt nicht allzu dick auch. Ich komme hier wirklich mit den Füßen ganz oben dran und auch mit dem Kopf drücke ich schon das Gitter hier raus. Ansonsten gefällt es mir wirklich super. Man fühlt sich hier sehr wohl, man hat einen sehr guten Abstand zum Außenzelt. Hier gibt es einen Haken, mehr braucht man nicht. Und ich finde den Ausgang auch sehr angenehm mit der flachen Wand. Aber für meine Körpergröße ist es einfach leider nicht gemacht. Und hier gibt es noch eine schöne Tasche übrigens auf beiden Seiten. Ja, 6 Zelte auf und abzubauen, alles zu filmen, kann ganz schön lange dauern. Deswegen brauche ich hier draußen natürlich eine mobile Stromquelle, um meine Kameras und andere Elektronik schnell und zuverlässig laden zu können. Und genau dafür habe ich dieses Mal die Jackery Explorer 240 V2 dabei. Das ist Jackerys kompakte Powerstation mit 240 Wattstunden und gerade für schnelle Outdoor-Einsätze, Wochenend-Camping-Trips oder längere Arbeiten draußen ist das für mich eine super Größe, die man auch einfach mal so wie hier mit ins Zelt nehmen kann. Sie wiegt nur knapp 3 Kilo, nimmt im Auto oder Camper kaum Platz weg und hat trotzdem genug Reserven, alles mehrfach laden zu können. Vorne gibt es 2 USB-C-Ports mit Schnellladung, über die man noch die Powerstation selbst unkompliziert dann zu Hause ganz einfach nachladen kann. Noch ein USB-A-Port und wirklich ganz wichtig, eine ganz normale 230 Volt Steckdose. Und dadurch kann ich einfach meine Standard-Ladegeräte anschließen oder auf stärkere Geräte direkt betreiben, die man über eine normale Powerbank natürlich nicht betreiben könnte. Die verbaute LiPo4-Batterie hält dabei bis zu 3000 Ladezyklen durch, also rein rechterisch locker 10 Jahre und ist damit deutlich langlebiger als viele ältere Powerstations. Und besonders praktisch ist auch die App-Steuerung. Wenn die Powerstation irgendwo im Camper steht, im Vorzelt oder nachts vielleicht vor dem Zelt, da kann ich sie komplett per App bedienen und sehe sofort, wie viel Energie rausgeht oder wie schnell sie gerade zum Beispiel auch über ein optionales Solarpanel geladen wird. Ja, mehr Informationen zu Jackery 240 V2 und den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Als nächstes haben wir das Nature Hike Summiter UL2. Der Hersteller gibt 1,1 Kilo an und gemessen habe ich ohne Heringe 1045 Gramm, passt also auch wieder. Die Beschreibung lautet: ultraleichtes 2-Personen-Zelt mit pyramidähnlicher Stangenstruktur und hohem nutzbaren Innenraum. Gezahlt dafür habe ich auch wieder 144,49 €. Und das Innenmaß ist wirklich größer, 2,10 Meter in der Länge, aber 120 Zentimeter über die volle Breite und sogar 115 Zentimeter in der Höhe. Das Packmaß ist geringer, weil wir kein Hauptgestänge mit haben und nur 33 x 15 cm im Durchmesser. Außenzelt wieder 15D Silnylon, diesmal nur 1500 mm Wassersäule und klassisch der Boden 20D Nylon 3000 mm. Als Hauptgestänge nutzt man hier seine eigenen Trekkingstöcke, 2 Stück davon, und hat nur 2 kleine Stangen dabei, um mehr Kopffreiheit zu gewährleisten. Da es ein 2-Personen-Zelt ist, hat man sogar 2 Eingänge von beiden Seiten und die Heringe, die dabei waren, sind genau die wie beim Monga, glaube ich, wieder ganz einfache und leichte VPAC Heringe. Okay, jetzt bin ich absolut überrascht, denn das ist mal auf einem völlig anderen Level und ein richtiges Ultraleicht-Trekking-Zelt. Und das unterscheidet sich für mich jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht von irgendwas noch höherpreisigem. Es ist ein bisschen schwereres, größeres Lancia 2 vielleicht, aber wir haben natürlich hier ein Doppelpyramiden-Trekking-Stockzelt, also keine Stangen, nicht zur Bikepackung, nur was die Trekkingstöcke dabei haben. Das würde ich aber natürlich immer empfehlen. Hier die beiden Stangen finde ich auch sehr nett, so ein bisschen wie bei dem Decathlon Doppelpyramidenzelt, aber das ist natürlich hier viel, viel, viel breiter. Wir haben hier natürlich auch Belüftungen an beiden Seiten. Ich habe die jetzt mal nicht abgespannt, aber den Rest könnt ihr euch denken. Aber für knapp über 1 Kilo haben wir hier wirklich einen riesigen Palast, was ja auch offiziell für 2 Personen gedacht ist. Und jetzt bin ich ganz gespannt, wie es drin aussieht. Kleines Detail vorher noch, die Ecken hier sind überall wirklich mit Ripstop Nylon nochmal ganz dick verstärkt. Und das ist bei solchen Pyramidenzelten natürlich auch extrem wichtig, weil wir die fest abspannen wollen. Und dann sind die auch fast noch sturmrobuster als so Kuppelzelte mit richtigen Stangen. Okay, da haben wir natürlich jetzt einen sehr, sehr großen Palast mit einer breiten Liegefläche. Erinnert mich schon fast an so ein Tarptent Notch, was ja das 4-fache, glaube ich, fast kostet. Wenn wir mal reingehen, da sieht man, das ist breiter und länger. Mir fällt auf, dass die Ecken hier ein bisschen hochgehen. Ist nicht ganz optimal gespannt. Da ist natürlich jede Pyramide auch ein bisschen anders und man muss da auf jeden Fall ein bisschen üben. Aber okay, für eine Person absoluter Palast. Ich habe noch 30, 40 Zentimeter hier Breite ohne Ende, Sitzhöhe mehr als genug und ich bin mir auch ziemlich sicher,
Hier würden 2 Personen reinpassen. Ich hole noch mal die Isomatte. Ja, schaut mal, das ist schon ein Unterschied von der Länge. Das sieht man direkt hier an der Matte auch mal. Da hatten wir es bei den anderen Zelten deutlich enger. Vorne und hinten ein paar Taschen. Ich finde ein bisschen unglücklich. Die hätte ich mir lieber irgendwie an den Seiten da oder so gewünscht. Aber sind auch nur Kleinigkeiten. Aufhängung haben wir hier auch noch eine. Aber mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen von so einer Doppelpyramide. Vor allem nicht für den Preis und das Gewicht auch noch. Aber schaut mal, irgendwo wird natürlich eingespart und wir haben hier keine YKK-Reißverschlüsse, soweit ich das sehe. Und ihr seht schon, ich habe es natürlich hier sehr gespannt jetzt mal zum Testen. Die Reißverschlussnaht, die reißt hier so ein bisschen und geht auseinander. Es sind selbstheilende Reißverschlüsse, also ich kann sie rückwärts ziehen, dann spannen sie sich auch wieder ein, aber die lösen sich dann ab einem gewissen Druck auch wieder. Und das ist natürlich gerade im Sturm nicht so toll. Man kann es mit Klett verstärken. Nur ein kleiner Hinweis, das muss man eben wissen. Es ist nicht alles Top-Qualität. Als nächstes haben wir das CloudTrack 1 oder Spider 1 Zelt. Der Hersteller gibt an 1,63 Kilo komplett für alles, gemessen habe ich minimal aber nur 1226 Gramm. Die Beschreibung lautet: freistehendes, sehr robustes Solo-Bikepacking-Zelt mit hoher Sitzhöhe und starkem 150D-Boden. Und gezahlt habe ich dafür eine unglaubliche 68,89 €. Die Innenmaße ein bisschen kleiner, 2,5 Meter nur in der Länge, 95 in der Breite, aber zumindest 1,10 Meter in der Höhe. Also da ein bisschen größer. Packmaß überschaulich gering, 40 x 15 x 15 cm. Außenzelt mal dicker, 20D Silnylon, 4000 mm Wassersäule und der Boden unglaubliche 150D Oxford, 3000 mm Wassersäule. Gestänge wieder klassisch 701 Aluminium, komplett freistehend. Die Heringe sehr einfach, da hat man nichts Besonderes genommen. Ja, hier weiß ich ja gar nicht so recht, was ich davon halten soll. Einerseits ist es mit Abstand, das hat man schon gemerkt, von den Materialien her das billigste, das günstigste, das einfachste. Plastikschnallen dafür, glaube ich, aber immer noch robust. Die sind aber einfach nur schwerer. Dennoch haben wir hier nur 68 € für bezahlt und es wirkt so ein bisschen wie eine abgespeckte Version aus CloudUp und diesem Star X. Und irgendwie gefiel es mir jetzt vom Aufbau, von der Farbe sogar ein bisschen besser. Also ganz enttäuscht bin ich jetzt nicht und wir haben auch nicht allzu viel mehr Gewicht gemessen. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie sieht es drin aus. Erster Eindruck gar nicht so schlecht, aber man sieht auch hier oben, da kann man das halt schlecht so abspannen, dass man noch im Trockenen liegt. Das heißt, hier oben fehlt jede Querstange. Mir persönlich ist das gar nicht so wichtig. Ich mache es dann meistens so halb zu und würde hier immer noch ausreichend Fläche haben zum Kochen. Fliegengitter fühlt sich auch ein bisschen anders an als die anderen, ist aber gar nicht so schlimm. Hier drin ist es relativ gemütlich und auf den ersten Blick sage ich euch, das wird leider wieder zu kurz sein. Belüftung übrigens reicht auch aus. Eine ein bisschen tiefer als die anderen, wird man also auch leichte Kondenswasserprobleme drin haben. Okay, die Matte passt ganz knapp rein. Naja, okay. Es gefällt mir, dass es super gespannt ist. Es ist ausreichend breit. Es ist jetzt für mich wieder grenzwertig. Es geht gerade so. Also ich könnte hier drin schlafen. Wir hatten schon schlechtere. 2 Taschen hier, eine nur. Eine hat man sich gespart. Aber ich meine, okay, für das Gewicht und das Geld durchaus brauchbar. Wenn man noch ein bisschen kleiner ist, wirklich eine solide Wahl. Gerade für den Einstieg. Und zuletzt haben wir hier noch das Nature Hike Targa 1 oder auch Targa 1. Der Hersteller spricht hier von 1,2 Kilo ohne Footprint, gemessen habe ich 1095 Gramm, passt also wieder und damit wirklich ein sehr, sehr leichtes Zelt. Die offizielle Beschreibung lautet: robust gebautes Ein-Personen-Kuppelzelt mit 2 Apsiden und sehr guter Windstabilität. Der Preis war auch durchaus fair, ich glaube der zweitgeringste, 101,99 € habe ich bezahlt. Die Innenmaße auch wieder überschaubar, 2,10 Meter in der Länge, 90 cm
cm in der Breite konstant, aber 105 cm Höhe, damit ein bisschen größer als viele andere hier. Das Packmaß ist im Durchschnitt 44 x 10 x 10 cm. Als Außenzelt haben wir hier wieder 20 Desil-Nylon, ein bisschen stärker und auch wieder wie beim Cloud-Up die 4000 mm Wassersäulenangabe. Der Boden ganz genauso, 20 D-Nylon und auch wieder 4000 mm. Ja, das Gestänge ist auch wieder aus 7001 Aluminium und wir haben im Prinzip hier nur einen großen Hauptbogen, der quer rüber gespannt wird wie ein Regenbogen und noch eine kurze Stange, ja, die das Zelt oben so ein bisschen breiter macht. Es ist also nicht freistehend. Man braucht an jeder Ecke wirklich dann ordentliche Heringe, damit das gut steht, dann ist es aber sehr stabil. Als Eingang haben wir einen großen auf der Seite, aber wirklich 2 brauchbare Apsiden, weil es auf der anderen Seite noch ein kleines Fach gibt, wo man vielleicht auch noch Schuhe und Rucksack lagern kann. Heringe waren auch wieder enthalten, die klassischen roten, die wir auch schon mal gesehen haben, finde ich eigentlich so vom Material ganz gut. Okay, hier war ich jetzt beim Aufbau erst ganz überzeugt von dem Konzept, weil mich das total an mein Tarpten Rainbow erinnert. Das Innenzelt ist auch fest mit dem Außenzelt verbunden. Die Stangen gehen hier durch so ein Sleeve durch, der zwar eine Lücke hat, das macht das ein bisschen umständlicher, aber generell kann man diese Zelte dann total schnell aufbauen. Aber ihr habt es vielleicht gesehen, ich hatte total Probleme, diese Querstange in die beiden Ösen zu bekommen, weil da einfach zu viel Spannung erforderlich ist. Das Zelt platzt hier fast aus allen Nähten. Es ist für mich B-Ware und das liegt wahrscheinlich aufgrund des geringen Preises daran, dass es hier keine Qualitätskontrolle gab. Es ist einfach ein kleiner Schnittfehler, muss man so sagen. Ich weiß nicht, ob das für alle Modelle spricht. Auch hier war es sehr, sehr eng, das ging aber noch. Aber das würde man definitiv im Zweifel so nicht schaffen. Da habe ich jetzt fast 10 Minuten für gebraucht. Und ich habe diese Art von Zelte wahrscheinlich schon über 100 Mal aufgebaut. Aber ich will ihm noch eine Chance geben. Schauen wir mal rein. Bisschen tiefer als die anderen. Wie im Monga, hier noch so ein kleines Fenster, finde ich ganz gut, kann man rausgehen. Vorne und hinten eine Tasche und natürlich jetzt super stramm. Ihr seht schon, es geht in die Ecken rein. Bis jetzt auf jeden Fall der beste Pitch, wenn man das so sehen will. Wo der Kopf ist, ist auch egal. Oh ja, ein bisschen mehr Platz als die anderen. Das sieht ganz gut aus. Oh, das ist perfekt. Fast wie in meinem Tarpten Rainbow, würde ich meinen. Das erinnert mich wirklich sehr stark daran und da wisst ihr, bin ich ein super großer Fan von. Ist auch ein einwandiges Zelt, das wird mir erst jetzt klar. Also damit bisher wirklich mein Favorit. Aber leider jetzt die Geschichte mit der Querstange. Sonst bisher super, vor allem für das Gewicht noch für den Preis. Hier stimmt jetzt erstmal soweit alles. Ja, und hier jetzt nochmal alle im Vergleich nebeneinander. Star-X, Monga, Spider 1 oder Cloud Track, Cloud Up, das neue in 15D, das Summitsche Pyramidenzelt und hier noch das Targa oder auch Tiger. Und ich finde, ich habe nicht damit gerechnet, dass hier so eine große Vielfalt herrscht, sowohl was den Aufbau als auch die Qualität, als die Materialien und vielleicht sogar die Farbe angeht. Da hat Naturehike wirklich nicht alles gleich gemacht, sondern es gibt drastische Unterschiede und ich überlege mir jetzt gerade als Fazit, wie ich die hier insgesamt einordnen würde. Also, mein Fazit ist erstmal, dass hier kein Quatsch und keine Vollkatastrophe bei ist. Generell ist die Qualität bei den Naturehike-Zelten besser, als ich seit vielen Jahren gedacht habe. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, die mal selber zu testen und keins ist wirklich ein kompletter Fehlkauf. Am wenigsten gefallen hat mir tatsächlich das Naturehike Star-X, was mich eigentlich dazu bewegt hat, überhaupt mir die Zelte mal anzugucken, da das erste Zelt ist, was deutlich unter 1 Kilo wirklich liegt. Aber die Abstriche waren für mich jetzt einfach zu groß. Mir gefällt es irgendwie subjektiv gar nicht. Ja, auf Platz 5 ist es nicht ganz einfach. Es ist für mich entweder tatsächlich das Summitsche, was mir eher so gut gefallen hat, weil es tatsächlich ein Trekking-Pole-Zelt ist, was groß ist, was robust ist. Das mit dem Reißverschluss war dann so ein bisschen negativer Beigeschmack. Das kann man natürlich nicht gebrauchen bei so einem Zelt, gerade wenn es auch nicht ganz so günstig ist. Und auf derselben Ebene würde ich das neue Cloud Up tatsächlich sehen, was für mich jetzt unbrauchbar ist, weil es viel zu klein ist. Aber für jeden, der jetzt kleiner als 1,75 ist, ist es ja ein super Zelt, auf jeden Fall auch super aufzubauen. Fast am besten dann fand ich noch von den 3 ja das Spider 1 oder Cloud Track Zelt. Das ist so günstig mit 60 € und ja irgendwie
hat es mir sehr gut gefallen. Auch wenn es jetzt ein bisschen schwerer ist. Es wirkt quasi wie eine günstigere und leicht schwerere Version des Cloud Up, aber ich habe mich da subjektiv ein bisschen wohler und besser drin gefallen. Also die Top 2 für mich jetzt von allen sind ganz klar das Monga und das Tiger. Ich mag einfach diese Bauform total gerne. Das Tiger ist fast perfekt für mich. Ich liebe einwandige Zelte und es ist quasi wie eine günstige Version meines geliebten Tarp-Tent Rainbow oder sogar Double Rainbow, weil es nach beiden Seiten wirklich auch sehr breit ist. Ich hatte jetzt ein bisschen Unglück bei der Abspannung, das könnte ein bisschen besser sein. Ich weiß nicht, ob das alle Modelle betrifft. Man könnte es zur Not auch selber ein bisschen lockerer machen, indem man die Naht da ein bisschen trennt oder gewisse Schlaufen so ein bisschen weiter spannt. Ja, all in all, vielleicht das Monga ist jetzt knapp schwerer, aber es ist leicht, es war groß, hat eine Doppelwand. Ich glaube, das ist ein Zelt, was wirklich für die meisten am besten passen sollte. Es ist nicht zu dick, nicht zu dünn, ordentlich Platz, fürs Bikepacking auch geeignet. Deswegen wären das so meine Empfehlungen. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was euch jetzt subjektiv am besten gefallen hat. Vielleicht habt ihr mit einzelnen Zelten auch schon Erfahrungen gemacht. Ich habe natürlich jetzt nicht darin geschlafen und kann nicht final bewerten, wie das mit der Kondensation zum Beispiel ist. Hat euch das Video ansonsten gefallen, würde ich mich immer freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.